Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Only time will tell. Why do you keep telling me nothing? But I know all your flaws, at least they say something. Still I try to connect with you through your eyes. Your eyes. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Can we work it out? Schönen guten Morgen, herzliche Grüße von meinem Kanal Landlustisan. Heute wollte ich euch ein bisschen zeigen, so ein paar Kleinigkeiten, die ich noch zu erledigen habe. Das wird daneben ein kleines Video wieder unter der Woche geben. Werde diesmal niemanden besuchen oder irgendwo hingehen, weil ich doch noch ein paar Kleinigkeiten hier zu erledigen habe, die liegen geblieben sind. Und das werde ich heute noch ein bisschen tun. Werde euch da ein bisschen was zeigen, was ich so gemacht habe. Und hoffe nun, dass ihr Spaß an dem Video habt, an den Kleinen. Werdet auch wieder wahrscheinlich ein paar Blumen sehen. Werde euch mal meine zwei kleinen Freunde vorstellen, die tagtäglich bei mir sind, weil die Möglichkeit habe ich selten, dass ich die beide beieinander habe. Deswegen habe ich gedacht, mache ich das mal denn heute, dass ihr die zwei kleinen Racker dann auch mal seht. Und jetzt viel Spaß mit dem Video hier auf meinem Kanal Landlustisan. Und an alle thailändischen Zuschauer, Vadikap Pipi, viel Spaß. On your mind, I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Ja, hier seht ihr jetzt meine zwei Kleinen. Will die euch auch mal vorstellen. Die freche Dame hier heißt Cola. Die ist jetzt, müsst jetzt lügen, aber ich glaube so 1,5 Jahre alt. Ist wirklich ein kleines freches Luder. Die ist aber immer tagtäglich bei mir. Sobald die hört, dass die Tür sich öffnet, sobald die hört, dass das Motorrad läuft, ist die bei mir und folgt mir auf Schritt und Tritt. Also ich kann nirgendwo mehr hingehen ohne sie. Das ist der junge Herr da. Das ist Coco, der beigefarbene da. Das sind zwei Geschwister, also das ist der Bruder von ihr. Und das ist ein recht gemütlicher, mittlerweile aber auch sehr groß gewachsen. Wird jetzt auch immer frecher, kommt jetzt auch immer mit mir aufs Land raus. Ja, also die beiden bin ich froh, dass ich die habe. Hab da immer Spaß mit den beiden. Bin dann einfach doch froh, dass ich nicht immer denn so allein bin. Mit den Zweien habe ich Spaß. Wie gesagt, die folgen mir auf Schritt und Tritt. Und Coco ist eben der beigefarbene. Der ist ein bisschen wasserscheu. Deswegen nimmt der immer reißaus, wenn ich hier anfange, den Garten zu sprengen, oder da haut der immer ab, weil der als kleiner Welpe ist der bei uns hinten in den Teich reingefallen. Konnte ihn dann noch rausholen, habe ihn dann 2 Stunden auf meinem Schoß wieder aufgepäppelt. Und das hat der auch seither nie vergessen. Also wenn ich mich mit dem am Arm, wenn ich wiederkomme vom Arbeiten, nicht 15 Minuten beschäftige,
dann ist der nicht glücklich. Und also der hängt wirklich sehr an mir. Der geht auch hier kaum weg vom Haus. Der ist eigentlich immer bei mir. Der wartet auch immer auf mich, schon wenn ich komme. Cola dagegen, die kleine Freche, die geht immer auf Reisen überall hin. Die geht mit dem Neffen mit, wenn er mit dem Traktor unterwegs ist, wenn er Kautschuk erntet oder so. Da ist die Kleine immer dabei und Coco ist derjenige, der dann immer bei mir ist. Von meinen Hunden werdet ihr sicherlich auch noch ein kleines Video auf Robert seinem Kanal sehen. Ich werde euch oben dann mal den Kanal von Robert dann auch nochmal einblenden, weil er möchte auch ein spezielles Video über das Hundeleben hier machen, im Isan oder allgemein in Thailand. Und ich denke, das wird auch sehr interessant werden. Wer Robert noch nicht kennt, erzähle ich euch ein bisschen was dazu. Das ist eigentlich entstanden, Robert ist ein Nachbar von meiner Mutter in Berlin, also ein Gartennachbar. Meine Mutter hat ja einen Schrebergarten in Berlin und Robert hat einen Schrebergarten in Berlin, sind im Prinzip Nachbarn. Und so ist es eigentlich entstanden. Meine Mutter hat mir dann damals mal geschrieben, ja, schreib doch mal Robert an, er hat Thailand auch gern, vielleicht kommt ja da was zustande. Und ja, ich habe ihn dann damals angeschrieben. Ich glaube, er konnte selber damals noch nicht so wirklich glauben, dass er mich wirklich mal besuchen kommt. Er hat mich dann auf jeden Fall letztes Jahr besucht schon. Dieses Jahr war er ja eben auch da. Und deswegen schaut euch mal seinen Kanal an. Er macht wirklich auch interessante Videos. Und an der Stelle möchte ich ihn nochmal grüßen. Mittlerweile ist er wieder in Berlin, ist auch schon wieder auf der Arbeit. Ja, wie soll ich sagen? Da tust du mir ein bisschen leid, dass du da wieder in Berlin jetzt bist. Ich weiß, du hast Thailand und auch Isan, liebst du. Und ja, was soll ich sagen? Wenn es dir dort zu blöd wird in Deutschland, dann weißt du ja, komm hierher. Hier gibt es nette Leute, hier gibt es immer was zu tun. Und für dich wird da auch was dabei sein. Und ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg für die neue Gartensaison bei euch in Berlin. Und wie gesagt, schaut mal vorbei auf seinem Kanal. Lohnt sich definitiv. Ja, was habe ich heute so bisher jetzt schon gemacht? Wir haben jetzt 9:30 Uhr. Die Sonne brennt schon wieder, auch am Morgen. Wir haben 27 Grad. Trotzdem habe ich unsere Einfahrt sauber gemacht. Es sieht dann so aus. Das ist unsere Einfahrt. Die habe ich sauber gemacht, gekehrt. Die Steine hier am Rand, die hatte ich vor ca. 3 bis 4 Wochen schon mal sauber gemacht gehabt mit einem Hochdruckreiniger, weil sich da über die Regenzeit immer recht viel Moos ansammelt. Jetzt habe ich die Einfahrt einfach mal wieder gekehrt, weil natürlich durch die gelben Trompetenblumen und die roten Blüten in der Hecke ist da immer wieder Laub und klar auch durch den Wind. Ja, da habe ich jetzt schon wieder klar Schiff gemacht und ich werde dann jetzt weitermachen. Ich will die Passionsfrüchte noch neu anbinden, ein bisschen beschneiden, dass die mir nicht wieder mein komplettes Rondell überwuchern. Dann möchte ich heute noch zur Schwägerin aufs Nachbargrundstück, also 2 Grundstück weiter, möchte dort noch den Bäumen, den Pflanzen dort Wasser geben, möchte dort auch kurz noch ein paar Bäume beschneiden, habe gesehen, da wächst wieder was, wo ich ein bisschen unter Kontrolle halten sollte. Und ich denke, da werde ich euch auch kurz mitnehmen, dass ihr das auch mal kurz seht dort. Dann möchte ich heute noch mein Rondell ein bisschen aufräumen, möchte es nochmal vorbereiten. Vielleicht komme ich jetzt dann wirklich doch nochmal dazu, Salat anzupflanzen da drin. Jetzt dieses Jahr, die Trockenzeit wird zwar nicht mehr lang gehen, aber vielleicht versuche ich da noch,
wenigstens noch einmal kurz Salat anzupflanzen dann. Und ansonsten will ich auf jeden Fall das Rondell aufräumen, da ein bisschen klar Schiff machen. Möchte wahrscheinlich auch noch mal einen kleinen Chili-Baum pflanzen, aber das zeige ich euch dann auch. Dann möchte ich heute eigentlich auch noch meine Tomaten ein bisschen anbinden. Die wachsen jetzt mittlerweile auch ein bisschen in der Richtung, wo ich ein bisschen korrigieren möchte. Und werde die da ein bisschen anbinden noch. Und dort auch noch ein bisschen bei meinem Gemüse und bei meinen Kräutern noch ein bisschen Pflege betreiben. Und dann denke ich, wird der Tag dann auch schon wieder rum sein. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Only time will tell. Why do you keep telling me nothing? But I know all your flaws, at least they say something. Still I try to connect with you through your eyes. Your eyes. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot. Dann ist ja noch der Wunsch geäußert worden, dass ich doch ein bisschen mehr von den Passionsfrüchten zeigen soll. Kann ich natürlich tun, aber im Moment sind die Früchte halt durch. Da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, weil die Passionsfrüchte sind jetzt eigentlich schon, ja, die Zeit ist so gut wie vorbei. Das wird dann wieder in ein paar Monaten dann wieder kommen. Sobald da aber natürlich wieder Früchte wachsen, werde ich euch da Bilder von zeigen. Das ist definitiv so. Aber aktuell könnt ihr höchstens zuschauen, wie sie wachsen oder wie sie mir wieder versuchen, mein Rondell zuzuwuchern. Ich werde da, wie gesagt, definitiv heute ein bisschen klar Schiff machen, das ein bisschen wieder zusammenbinden, dass das mir nicht wieder überall hinwächst, und werde das versuchen ein bisschen zu steuern dieses Jahr. Das steht bei mir ganz oben auf der Prioritätenliste, und deswegen werde ich da heute angreifen. Only time will tell. Work it out. No, I know what is on your mind. I think it's time to speak. I have crossed the. Jetzt fange ich an, die Passionsfrüchte neu zu binden, und lasse die Kamera dabei ein bisschen im Zeitraffer laufen. Könnt ihr zuschauen. Bin bewaffnet mit Schnur, mit meiner kleinen Gartenschere, und dann lege ich los. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it? So, jetzt seht ihr, ich habe die wieder ein bisschen zusammengebunden, weil ich möchte jetzt eben dieses Jahr nicht mehr da über das Dach wachsen lassen, weil dann habe ich hier drin in meinem Rondell kein Licht mehr, und deswegen ist mein Plan dieses Jahr, dass ich die hier ringsrum wachsen lasse. Das habe ich auf beiden Seiten gemacht. Hier ist ja nochmal eine Passionsfrucht. Habe die da hochgebunden. Sieht zwar im Moment nicht schön aus, aber wenn das dann wieder ein bisschen buschiger wird, dann wird das, denke ich, wieder okay sein. Ihr könnt ja mal sagen, wie ihr das macht mit Rankpflanzen. Könnt ihr ja mal ab in die Kommentare damit, wie ihr eure Rankpflanzen kontrolliert wachsen lässt. Das würde mich mal interessieren. Könnt ihr ja mal reinschreiben. Vielleicht ist da noch das ein oder andere dabei, wo ich denn hier umsetzen kann.
dass ich da ein bisschen Herr der Lage werde. Weil so wie letztes Jahr, das will ich dann ehrlich gesagt nicht mehr jetzt. So, ich mache jetzt weiter im Rondell. Werde jetzt da meine, sage ich mal, Behälter rausholen, wo ich damals den Salat drin hatte. Werde die mal sauber machen. Da drin ein bisschen Unkraut zupfen. Und dann lasse ich euch da auch ein bisschen mitschauen über die Zeitraffer. Und ja, viel Spaß damit. No others. Yeah, I need you to breathe. Without you, I'm lost. I'm lost, yeah. What is on your mind? I think it's time. Ja, im Rondell habe ich jetzt auch aufgeräumt. Ihr habt es ja im Zeitraffer gesehen, habe die Wasserboxen sauber gemacht, so grob, die Styroporplatten sauber gemacht. Hatte ja eben letztes Jahr da Salat in Wasser angepflanzt, also diesen, ich glaube, hydroponischen Anbau nennt man das, also mit Wasser. Da wird im Prinzip die Wanne gefüllt mit Wasser und in die Styroporplatten mit den Löchern wird dann quasi der Salat gesteckt, wo dann in diesen kleinen Bechern hier, der wird dann in die Styroporplatte gesteckt und dann hat die Wurzel, hängt quasi im Wasser und dann wächst der Salat da heran. Das hat letztes Jahr wunderbar funktioniert, eben dieses Jahr. Dann war meine Nichte nicht da, die mit mir zusammen immer die Samen gesteckt hat, eine lange Zeit nicht da, dann hatte ich keine Zeit und somit habe ich das jetzt die letzte Zeit nicht mehr gemacht, aber wie gesagt, vielleicht kann ich das noch einmal machen dieses Jahr, dann kann ich euch das zeigen. Ja, ansonsten eben habe ich jetzt hier aufgeräumt, das Unkraut ein bisschen gezogen und dann mal anschauen. Also hier ist noch so eine Aubergine, die bekommt auch eine Frucht, so wie es aussieht. Die da hinten ist wahrscheinlich, die hat es nicht überlebt. Dann habe ich ja hier mein Marihuana. Ich konsumiere das nicht, also rauche das nicht. Das wird hier, da werden die Blätter, die werden in Suppen hier gemacht. Dann hatte ich hier eine Chili. Die hat es, so wie es aussieht, auch nicht überlebt. Da werde ich eine neue pflanzen. Hier ist auch ein Auberginenbaum, der jetzt auch schon Früchte hat. 2 Stück. Die werde ich dann auch bald ernten. Und dann habe ich gesehen, dass er ein bisschen Insekten hat. Da werde ich nachher auch was sprühen. Hier haben wir einen Chilibaum. Den habe ich schon abgeerntet, aber der bekommt auch schon wieder neue Chili. Hier haben wir nochmal einen Chilibaum. Den habe ich auch schon abgeerntet. Dann haben wir hier nochmal Auberginen. Da sind auch Auberginen. Da sind jetzt im Moment auch noch keine Früchte da. Und hier haben wir Krapau. Das ist, ja, sind Kräuter. Also das isst man hier zu dem Gericht Pad Krapau, wenn das jemand was sagt. Da nimmt man quasi die Blätter da davon, die jungen Blätter. Ich lasse ihn blühen, weil ich mache mir selten Pad Krapau. Und die Blüten sehen eigentlich auch recht herzig aus. Ja, ihr seht, habe ein bisschen aufgeräumt hier drin. Bin ich auch froh, ist das auch erledigt. Und wie gesagt, hoffe, ich kann jetzt demnächst noch anfangen, hier nochmal eine Runde Salat anzupflanzen und kann euch das dann zeigen, wie das funktioniert. Der hydroponische Anbau, ich finde das ganz interessant, geht rasend schnell. Also ich war letztes Jahr echt überrascht, dass das so schnell ging. Und ich habe eigentlich gern Salat, aber eben die Arbeit, das hat irgendwie alles nicht zusammengepasst, weil man muss dann schon, sage ich mal, so alle 2, 3 Tage das Wasser kontrollieren, dass die Wurzeln noch im Wasser hängen.
sonst braucht man eigentlich nicht viel machen. Die größte Arbeit macht eigentlich das Ansetzen von den kleinen Zöglingen da. Und hat aber wirklich eben gut funktioniert. Eben, man muss halt einfach immer hinterher sein und das Wasser kontrollieren, dass die Wurzeln immer schön Wasser haben. Und dann kann man da, also ich hatte, glaube schon nach 2, 3 Wochen konnte ich schon ernten. Also das geht rasend schnell. Das Wasser wird ein bisschen verdüngt mit Biodünger. Dann muss man eben hin und wieder auch ein bisschen Dünger dann wieder dazugeben und dann wächst es wunderbar. Also das war letztes Jahr toll. Mal schauen, wenn ich noch ein Foto davon finde, dann blende ich es euch mal noch dazu ein. Jetzt werde ich noch Leergut wegbringen, also Dosen, Flaschen, Kartonage werde ich wegbringen. Wir bringen das hier zu so einer Sammelstelle ein Dorf weiter. Ich verbinde das immer mit irgendwas, wenn ich irgendwas besorgen muss, verbinde ich das. Das mache ich jetzt eben heute. Werde da Flaschen, Dosen und so weiter wegbringen. Müll sind wir ja Gott sei Dank seit letztes Jahr in der glücklichen Lage, dass wir hier Mülleimer haben. Das ist in Thailand nicht immer so, dass jedes Dorf da quasi eine Müllabfuhr hat. Darum muss ich mich Gott sei Dank nicht mehr kümmern. Früher musste man den Müll dann auch irgendwo auf eine Deponie bringen oder andere Leute haben das auch hinterm Haus verbrannt, was ich persönlich nicht so toll finde. Und mittlerweile sind wir da aber Gott sei Dank versorgt mit Mülltonnen und somit fällt das schon mal weg. Ich muss bloß noch Leergut wegbringen. Klar, es gibt auch Leute, die hier durchs Dorf fahren, die das Leergut selbst einsammeln. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dort bekomme ich ein bisschen weniger für das Leergut. Das ist zwar kaum der Rede wert, was man da bekommt, aber da ich das eben mit Fahrten Richtung Akat Amnuai verbinde und das dann dort auf dem Weg liegt, nehme ich das Leergut halt schnell mit und bringe das dort selbst hin und kriege da halt ein paar Baht mehr. Das ja, lohnt sich dann trotzdem für mich, weil ich ja so oder so die Richtung dann fahre. Da fahre ich jetzt dann hin und anschließend geht es dann zum Garten von meiner Schwägerin. And I guess cause of that I can think of no others. Yeah, I need you to breathe, without you I'm lost. I'm lost, yeah. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Yeah. Only time will tell. Only time will tell. Work it out. Wie versprochen bin ich jetzt auf dem Grundstück von der Schwägerin. Das Grundstück, wo ich auch den Garten ein bisschen pflege, solange sie nicht da ist. Also sie lebt ja auch in der Schweiz, arbeitet dort, kommt hin und wieder hierher und in ihrer Abwesenheit kümmere ich mich ein bisschen um den Garten hier. Bewässere auch jede Woche den Garten und schaue nach den Bäumen, beschneide die Bäume ein bisschen. Und habe schon gesehen, sie hat schon wunderschöne Mangos. Wirklich viel. Ansonsten zeige ich euch jetzt mal so den Bereich, wo vorne vor ihrem Haus ist. Das sieht so aus.
Im vorderen Bereich hat sie so auch Blumen, hat 2 Datteln, 1, 2, dann eben den Mangobaum, den ihr ja gerade eben gesehen habt, noch so Palmen. So Blumen, auch wunderschön. Ich muss sagen, seitdem ich mich da auch ein bisschen drum kümmere, wächst es doch auch schön hier und grünt so langsam wieder. Finde ich schön. Hier hat sie eine ganz spezielle, habe ich selbst so auch noch nicht gesehen. Zweifarbig, einmal rosa, einmal weiß. Dann zeige ich euch einen Baum, wenn ihr die Folge auf dem Maniokfeld verfolgt habt. Also im ersten Teil habe ich da so eine Frucht gegessen von meinem Neffen. Diesen Baum, den hat meine Schwägerin. Der sieht so aus. Und als ich letzte Woche geschaut habe, habe ich keine Früchte entdeckt. Jetzt habe ich eine entdeckt. Ich werde die gleich mal klauen. Mal probieren. Ja, sind genau die. Sehr lecker. Kann ich nur empfehlen. Ja, für mich ist es jetzt soweit. Ich werde jetzt noch die Tiere füttern gehen. Bin hier soweit durch. Also noch nicht ganz durch. Ich werde am Sonntag noch mal hingehen. Ein paar Kleinigkeiten machen noch. Dann ist hier auch soweit alles wieder okay. Und ja, wenn ihr von ihrem Land ein bisschen was sehen wollt, dann lasst es mich wissen. Also wenn ihr hier vom Garten was sehen wollt, dann lasst es mich wissen. Schreibt es einfach in die Kommentare. Und dann werde ich da auch mal näher drauf eingehen und kann euch mal den Garten hier drumherum zeigen, wenn das gewünscht ist. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt. Sage Dankeschön fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Vergesst nicht zu abonnieren, den Daumen nach oben zu machen, wenn es euch gefallen hat. Ihr dürft gerne auch teilen, wenn ihr wollt. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bei mir jetzt einen schönen Abend. Ich werde den Abend jetzt noch ausklingen lassen, nachdem ich die Tiere gefüttert habe. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer René aus Thailand. Why do you keep telling me nothing? But I know all your flaws, at least they say something. Still I try to connect with you through your eyes. Your eyes. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something